Liebe Schwestern und Brüder, wir gedenken heute am Karfreitag das Leiden und das Sterben Jesu am Kreuz. Heute am Karfreitag richtet sich unser Blick auf das Kreuz Jesu. Der Herr hängt mit geöffneten Armen am Kreuz. Ein Zeichen seiner Offenheit für uns. Wir beten jetzt den Kreuzweg. Wir gehen ein Stück weiter mit Jesus. Dieser Kreuzweg entsteht aus unserem Fastenkrippe-Kreuzweg. Die Bilder kommen aus der Fastenkrippe aus Esterwegen. Allmächtiger, ewiger Gott, du lässt uns durch das Leiden, Sterben und die Auferstehung deines Sohnes die frohe Botschaft verkünden von dem neuen Leben, das in Jesus Christus erschienen ist, damit auch wir in ihm das Leben haben. Nun brauchen wir uns nicht mehr zu fürchten, da du unsere Schuld vergeben und den Tod überwunden hast. Du hast an Karfreitag und Ostern Frieden mit der Welt geschlossen und gibst auch uns teil an deiner Versöhnung. Dafür rühmen wir dich und beten dich an. Die erste Station, die Salbung in Bethanien. Jesus ging in das Haus eines Pharisäers. Als nun eine Sünderin, die in der Stadt lebte, erfuhr, dass er im Haus des Pharisäers bei Tisch war, kam sie mit einem Alabastergefäß voll riechendem Öl und trat von hinten an ihn heran. Dabei weinte sie, und ihre Tränen fielen auf seine Füße. Sie trocknete sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn er wirklich ein Prophet wäre, dann wüsste er, dass diese Frau eine Sünderin ist. Da wandte sich Jesus an ihn und sagte, Simon, du hast mir zur Begrüßung keinen Kuss gegeben. Du hast mir nicht das Haar mit Öl gesalbt. Sie hat es getan. Darum seid ihr ihre vielen Sünden vergeben, weil sie mir so viel Liebe gezeigt hat. Wir singen das Lied 750. 750. Zweite und dritte Strophen. Da sie gesündigt ist mir leid, zu bessern mich bin ich bereit. Verzeih, o Gott, mein Herr, verzeih, und wahre Buße mir verleih. O Gott, schließ mir dein Herz nicht zu, bei dir allein ist wahre Ruhe. Lass nie mich von der Gnade dein,
Heilige Maria Magdalena, du Vorbild der Büßenden, lass uns nach deinem Vorbild Christus, unserem Herrn und Meister, in Treue nachfolgen. Lehre uns, ihn zu lieben, wie du ihn gelebt hast, damit wir Zeugen seiner Liebe und Barmherzigkeit werden und zur Freude des ewigen Lebens gelangen. Amen. Die zweite Station, der Einzug in Jerusalem. Jesus zieht auf einem Esel sitzend in seine Stadt Jerusalem ein. Die Menschen wollten Jesus als König, als Herrscher mit Macht sehen. Sie aber haben einfach übersehen, dass ihr König Jesus sogar keine Ähnlichkeit mit den Machthabern ihrer Zeit hatte. Kein orientalischer Prunk, kein vornehmes Gefolge, kein edles Reittier. Ein König auf einem Esel, kein roter Teppich, sondern einfache Leute, Männer, Frauen und Kinder stehen Spalier, legen Kleidungsstücke und Zweige auf den Weg und rufen: Jesus soll unser König sein. Hosianna, Amen. Herr Jesus Christus, du bist in deine Stadt Jerusalem eingezogen. Dort wolltest du Leiden und Tod auf dich nehmen. Dort solltest du auch auferstehen. Wir folgen dir auf deinem Leidensweg und nehmen teil an deinem Kreuz, damit wir auch Anteil erhalten an deiner Auferstehung. Dich loben und preisen wir in alle Ewigkeit. Dritte Station, das letzte Abendmahl. Jesus feiert mit seinen besten Freunden, den Aposteln, das Paschafest in einem mit vielen Säulen ausgestatteten Saal im Obergeschoss eines vornehmen Hauses auf dem Zionsberg. Fromme Juden feiern heute noch ihr höchstes Fest, Pascha, den Auszug ihres Volkes aus der Sklaverei Ägyptens. In den Worten, die Christus beim letzten Abendmahl gesprochen hat: Ich habe mich sehr danach gesehnt, vor meinem Leiden dieses Paschamahl mit euch zu essen, schwingt heute noch die tiefe Ergriffenheit nach, die ihn erfasst hatte. Er hat beim letzten Abendmahl seinen Jüngern 3 Dinge vorhergesagt, die ihnen schwer auf die Seele gefallen sind, die sie geschockt haben. Seinen Abschied, den Verrat des Judas und die Verleugnung des Petrus. Als Judas aus dem Abendmahlsaal hinausgegangen war, sagte Jesus: Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht und Gott ist in ihm verherrlicht. Dann nahm Jesus Brot und Wein und sagte: Aus Liebe schenke ich mich euch im Zeichen dieses Brotes und des Weines. Das ist mein Leib, das ist mein Blut für euch, das bin ich. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Wir singen beim letzten Abendmahle 282.
282, erste und zweite Strophe. Beim letzten Abendmahle, die Nacht vor seinem Tod, nahm Jesus in den Saale Gott dankend Wein und Brot. Nehmt, sprach er, trinket, esset, das ist mein Fleisch, mein Blut, damit ihr nie vergesset, was meine Liebe tut. Herr Jesus Christus, du bist unsere Speise auf dem Weg. Stärke uns mit dem Brot des Lebens. Du bist das Brot des Lebens. Wer zu dir kommt, wird nicht mehr hungern. Wer an dich glaubt, wird nicht mehr dürsten. Du bist das wahre Brot vom Himmel. Wer von diesem Brot isst, wird ewig leben. Herr Jesus Christus, gib uns Kraft und Mut, dass wir nicht müde werden in deinem Dienst. Mehre die Liebe zu dir und zu den Menschen. Lass uns den Weg finden zu deinem Tisch, wo du uns das heilige Brot reichst. Führe uns in der Kraft dieser Speise dorthin, wo du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen. Vierte Station. Das Gebet in Gethsemane und Festnahme. Nach dem Lobgesang auf dem Zionsberg gingen sie hinunter in das Tal Kidron und dann zum Ölberg mit seinen tausendjährigen Ölbäumen hinauf. Jesus ging mit Petrus, Jakobus und Johannes in den blumenprächtigen Garten Gethsemane und betete: Vater, dein Wille geschehe. Sein menschliches Herz war erschüttert und von Trauer überflutet. Und die drei Zeugen schliefen. Darüber war er enttäuscht und sagte zu ihnen: Konntet ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Seht, einer von euch, Judas, der Verräter, ist schon da. 766. 1. Am Ölberg in nächtlicher Stille. 766. Am Ölberg in nächtlicher Stille ergab sich dem Vater sein Wille, zu trinken den Becher der Qualen, unsere Schulden zu zahlen. Mit Blutschweiß umronnen, so hat er begonnen. O Jesu mein, wie leidest du ein? Herr Jesus Christus, du hast die Angst mit uns geteilt, die Angst vor körperlichem Leid und die noch tiefere Angst der Gottverlassenheit, die du mit der menschlichen Sünde auf dich nahmst.
Es ist ein Geheimnis deiner Liebe. Du bist das Leben. Not und Tod sind unser, die wir uns von der Quelle des Lebens trennen. Wir bitten dich, erbarme dich unser. 5. Station. Die Verleugnung durch Petrus. Petrus ist unsicher. Er weiß nicht, was er tun soll. Einerseits ist er feige, da er sich weggeschlichen hat. Andererseits ist er aber auch neugierig, was mit Jesus geschieht. Niedergebeugt, einsam und verlassen sitzt er vor einer Steinmauer und wärmt sich am Kohlenfeuer. Die 3 Jahre mit Jesus laufen vor seinem geistigen Auge vorbei. Dann wird er aufgeschreckt und je aus seinem Tagtraum gerissen durch eine Magd, die behauptet, er sei ein Jünger Jesu gewesen. Als Petrus das 3-mal energisch verneinte, krähte der Hahn. Wie von einem Blitz getroffen sprang er auf und weinte bitterlich, denn er erinnerte sich an das Wort Jesu. Petrus, ehe der Hahn kräht, hast du mich verleugnet. 750, dritte und sechste Strophen. 750, dritte und sechste Strophen. O Gott, schließ mir dein Herz nicht zu, bei dir allein ist wahre Ruhe. Lass nie mich von der Gnade dein, von deiner Lieb geschieden sein. O Gott, mein Ziel, dein will ich sein, mit Leib und Seel auf ewig dein. Tu nur mit mir zu jeder Zeit, Herr, wie du willst, ich bin bereit. Jesus, du hast dem Petrus, dem Fels, trotz seiner Schwachheit deiner Kirche anvertraut, und die Mächte des Todes werden sie nicht überwältigen. Amen. 6. Station. Die Verhandlung vor Pilatus. Der gefesselte Jesus steht im Gerichtsgebäude vor dem hoch auf dem Thron sitzenden römischen Statthalter. Pontius Pilatus. Ein hoher Priester steht an einer Säule gelehnt, Jesus gegenüber, um ihn beim Verkünden des Todesurteils zu beobachten. Was wissen wir von Pilatus? Er ist Römer, Statthalter von Judäa, oberster kaiserlicher Beamter im Lande. Er ist ehrgeizig, hart, bestechlich, rücksichtslos, eng. Ein zartes Gewissen belastet ihn nicht.
den Juden feindlich gesinnt. Höhere geistige Interessen besitzt er nicht. Sein Achselzucken beim Worte, was ist Wahrheit, drückt er das unmissverständlich aus. Der Fall Jesus ist für ihn aus mehreren Gründen ärgerlich und beunruhigend. Nach einem formellen Freispruch, ich finde keine Schuld an ihm, hat er den tobenden Ratsherren nachgegeben und Kompromisse angeboten, die jedoch fehlschlugen. Die Überstellung zu Herodes, das Manöver mit Barabbas. Pilatus war von der Unschuld Jesu überzeugt, unterschreibt aber dennoch das Todesurteil und gab den Befehl, Jesus zu geißeln und zu kreuzigen, und wäscht sich nervös die Hände. Dadurch hat er Sicherheit und Gesicht verloren. Vor der Majestät dieses Gefangenen hat die Fassade des Machtpolitikers Sprünge bekommen. Herr Jesus Christus, du stehst wehrlos, verspottet, niedergeschrien und doch unschuldig vor dem heidnischen Richter Pilatus. Hasserfüllt verlangt die aufgehetzte Menge deinen Tod. Pilatus findet keine Schuld an dir, aber er gibt dem Druck der Masse und ihrer Anführer nach. Aus Menschenfurcht und selbstsüchtiger Angst um seine Karriere fehlt Pilatus das ungerechte Urteil. Du, Jesus, stehst gebunden da und schweigst. Amen. Siebte Station, die Geiselung. Jesus steht gebunden vor einer Säule, umgeben von 3 Soldaten, die ihren Spaß daran haben, wie sie Jesus Krone und setzen die ihm aufs Haupt, legen einen Purpurmantel um und treiben mit ihm Schabernack. 766, 766, zweite und dritte Strophen am Ölberg im Nächtlicher. Gefangen mit Stricken geschnüret, zum heidnischen Richter geführet, entblößt an die Säule gebunden, gegeißelt, bedecket mit Wunden. So büßt er und duldet, was Sünde verschuldet. O Jesu mein, wie leidest du bei? Der König, der alles regiert, der Himmel und Erde gezieret, hier wird er mit Dornen gekrönet, in purpurnem Mantel verhöhnet. Du Herr voller Wunden, verspottet, geschunden, o Jesu
wie leidest du bei? Herr Jesus Christus, geschlagen, erduldest du die gemeine Strafe der Geißel. Unschuldig hast du dich von schuldigen Menschen bestrafen lassen, weil du die Schuld der Welt auf dich nehmen wolltest. Viele unserer Brüder und Schwestern werden heute gequält, weil sie unbeirrt den Willen Gottes zu verwirklichen suchen. Schenke du ihnen den Trost deines Beistandes. Amen. Achte Station. Jesus begegnet seiner Mutter. Die Mutter Maria steht am Weg, den der Sohn mit seinem schweren Kreuz geht. Die Blicke begegnen sich schweigend. Das Leid ist unsagbar, unaussprechlich. In Liebe sind sie einander zugetan. Sie verstehen sich. Maria wird ihn im Leid begleiten. Er weiß, dass sie da ist. Herr Jesus Christus, deine Mutter Maria war dir beim Kreuzweg ganz nahe und trug alle Last mit dir. Hilf, dass wir, wie deine Mutter, auch unser Kreuz auf das Kreuz unserer Familien bejagen. 9. Station. Der Kreuzweg. Simon von Cyrene war ein ruhiger Bürger und hatte vor der Stadt ein Landhaus. Simon kehrt zurück in die Stadt. Hinter dem Nordtor Jerusalems begegnete ihm der Zug mit dem zum Tode verurteilten Jesus von Nazareth. Ringsherum die Soldaten, die fanatische Beute, dahinter die triumphierenden Ratsherren. Simon will sich das mit einem Gemisch von Gruseln und Neugierde ansehen. Wenige Minuten später ist es geschehen. Simon verwünscht das Geschick, das ihn ausgerechnet jetzt in diese Straße geführt hat. Er verwünscht seine mangelnde Geistesgegenwart, die ihn nicht rechtzeitig in eine Seitenstraße verschwinden ließ. Er verwünscht die Soldaten, die ihn in die peinliche Situation gebracht haben, das Kreuz zu schleppen. Eine ausgesprochene Schande. Veronika ist von dem unsagbaren Leid Jesu berührt und handelt. Sie tritt heraus aus der Menge der neugierig sensationslüsternen, dastehenden Zuschauer. Sie fragt nicht, was die da denken werden. Beherzt geht sie auf den Gequälten zu. Ihr Herz sagt ihr, was sie tun kann. Durch diese selbstlose Liebe wird sie selbst zur reich Beschenkten, im Zeichen des vom Antlitz Jesu gezeichneten Schweißtuches. Herr Jesus Christus, deine Kräfte lassen nach, du kannst nicht mehr und der Weg ist noch weit, steil und steinig. Die Soldaten holen einen
unauffälligen Mann von der Straße, Simon. Reißen ihn aus der Anonymität heraus und verbinden ihn mit deinem Schicksalsweg. Für Simon wird diese Begegnung mit dir zur persönlichen Erfahrung seines eigenen Heilsweges, zur lebendigen Begegnung mit dir, seinem Heiland und Erlöser. Herr Jesus Christus, Veronika ist von deinem unsagbaren Leid berührt und handelt. Sie tritt heraus aus der Menge. Sie hat Mut und Courage und hält dir ein Tuch zum Abwischen deines Blutschweißes. Amen. Zehnte Station. Die weinenden Frauen. Frauen stehen am Wegesrand und weinen über das, was sie nicht begreifen können. Vor ihren Augen spielt sich eine menschliche Tragödie ab. Von Schmerzen gequält, schleppt sich Jesus dem sicheren Tod entgegen. Sie möchten helfen, können es aber nicht. Sie weinen. Jesus spricht sie an. Weint nicht über mich. Ich muss diesen Weg gehen. Weint über euch und eure Kinder. So weist er ihnen den Weg, ihre eigene Situation zu erkennen und zu verstehen und dann fähig zu werden, um zu denken und sich neu zu orientieren. Herr Jesus Christus, Frauen stehen am Wegesrand und weinen über das, was sie nicht fassen können, was man dir antut. Sie möchten dir helfen, aber sie können es nicht und in ihrer Hilflosigkeit weinen sie. Du sprichst sie an. Dein Wort weist ihnen den Weg zu einem neuen Leben. Amen. 11. Station. Jesus stürzt zu Boden. Eine grausame Situation zeigt sich uns. Christus ist zu Boden gestürzt und aller Brutalität wird auf ihn eingeschlagen. Ein Soldat tritt ihm in den Nacken. Jesus ist ganz unten mit dem Kopf im Dreck. Die absolute Erniedrigung. Einen unerhört grausamen Weg hat er bewusst für uns gewählt, um uns zu erlösen. Darum dürfen wir nicht schockiert die Augen verschließen, sondern müssen erkennen, wie groß unsere Schuld ist, die diesen Kaufpreis nötig macht. 766 am Ölberg in nächtlicher Stille. Vierte Strophe. Vierte Strophe. O schauet den Spender der Gnaden, mit schimpflichem Kreuze beladen. Er trägt's mit ermattenden Kräften ans Holz unseren Schuldbrief zu heften.
als Opfer zu sterben, dass wir nicht verderben. O Jesu mein, wie leidest du ein? Auch über das Böse, das in uns steckt. Durch dein grausames Leiden erlöst du uns aus dieser Verstrickung des Bösen. Schenke uns Verständnis füreinander und die Kraft zur Versöhnung. Amen. Zwölfte Station. Die Kreuzigung. Es ist vollbracht. Jesus hat es geschafft. Finsternis bedeckt die Erde. Der Vorhang im Tempel zerreißt. Dem heidnischen Hauptmann werden unter dem Eindruck dieses Sterbens die Augen des Glaubens geöffnet. Jesus gibt seiner tapferen Mutter Maria uns allen als ihre Kinder und wir bekommen sie als unsere Mutter. Siebenhundertachtundfünfzig. Gottes Lamm, Herr Jesu Christ, mit ausgestreckten Armen, du am Kreuz gestorben bist, schenk uns dein Erbarmen. Gottes Lamm, Herr Jesu Christ, du sühnest unsere Sünden. Wer mit Schuld beladen ist, wird Erbarmen finden. Gottes Lamm, Herr Jesu Christ, du gibst dich uns hienieden, in dem Brot das Leben ist, schenk uns deinen Frieden. Herr Jesus Christus, was für einen qualvollen, entsetzlichen Tod musstest du erleiden. Bis zur letzten bitteren Konsequenz hast du dich mit unserem Leben identifiziert. Zwischen Himmel und Erde hängend erfährst du die absolute Einsamkeit des Todes. Der tragende Grund deines Lebens. Gott selbst ist dir in dieser Situation nicht mehr gegenwärtig. Darum schreist du, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dein Tod, Jesus, hat die Fundamente unserer Welt erschüttert. Der Tod hat keine Macht mehr, denn durch dein Blut ist uns Erlösung zuteil geworden. Amen. 13. Station. Ostern.
Die Botschaft von der Auferstehung und das leere Grab. Nachdem die Soldaten den Tod Jesu durch das Öffnen seines Herzens bestätigt haben, wurde der Leichnam in Tücher gehüllt und in ein Felsengrab gelegt, dessen Eingang mit einem großen, dicken Stein verschlossen wurde. Am ersten Tag der Woche kamen Frauen, um den Leichnam Jesu ordnungsgemäß zu bestatten. Unterwegs überlegten sie, wer wird uns wohl den schweren Stein wegwälzen? Als sie beim Grab kamen, sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war. Sie erschraken und ein Engel sagte zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Er lebt. Sie sahen aber nur das leere Grab, verstanden nicht, was geschehen war. Herr Jesus Christus, durch dein Sterben hast du unserem Tod vernichtet, durch deine Auferstehung uns ein neues Leben geschenkt. Wir bitten dich, lass alle Christen, die durch das Sakrament der Taufe an deinem Tod und an deiner Auferstehung gemeinsam teilhaben, auch wieder zur Einheit deiner Kirche finden. In ihr lebst du ja weiter unter uns und in ihr willst du alle Menschen zum Reiche des ewigen Lebens mit dir finden und führen. Dir sei Lob und Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Wir singen das Lied 521, erste und vierte Strophen. 521. Maria, dich Liebe ist allzeit mein Sinn. dir wurde Die Fülle der Gnade verliehen. Du Jungfrau, auf dich hat der Geist dich gesetzt. Du Mutter hast uns den Erlöser geschenkt. Du hast unterm Kreuze auf Jesus geschaut. Er hat dir den Jünger als Sohn anvertraut. Du Mutter der Schmerzen, o mach uns bereit, bei Jesus zu stehen, in Kreuz und in Leid. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, schaffe, dass dein Osterfriede in Christus Jesus auch zwischen uns Menschen wirksam werde und wir in dem neuen Leben wandeln, das du uns bereitest. Hilf uns fröhlich bekennen, dass du unser Vater bist. Wir also deine Kinder und untereinander Geschwister. Mach uns willig und geschickt zu dem Dienst, zu dem du deine Gemeinde in die Welt gestellt hast. Zeig uns, wie wir unserem Herrn Jesus Christus helfen können bei deiner Suche nach dem Verlorenen, damit unser Zeugnis von dir nicht unglaubwürdig werde. Schenke uns tätige Bereitschaft, einander zu helfen und das unsere beizutragen, wo immer wir können, in all den Nöten, für die wir dich bitten. Dir sei Lob und Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wir wünschen Ihnen
und euch allen weiterhin einen besinnlichen Karfreitag und auch morgen einen gesegneten Kar-Samstag. Morgen um 21 Uhr die Osternacht feiern. Sie sind alle ganz herzlich eingeladen zu dieser Feier.